Coronavirus, Corona, Corona-Krise, Covid-19, das ist alles, was man schon wochenlang hört und eigentlich keiner mehr hören kann, geschweige denn möchte. Ich habe mich trotzdem die letzten paar Tage hingesetzt und sehr lange und viel zu diesem Thema recherchiert. Und hier ist das Ergebnis. Eine informative Zusammenfassung über Corona und den allgemeinen Verlauf der vergangenen Wochen. Zuerst möchte ich einige Daten und Fakten rund um das Virus nennen und dann die Symptome sowie die angeordneten Sicherheitsmaßnahmen besprechen. Weiters werde ich genauer auf die Risikogruppe und den entstandenen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt eingehen. Am Ende gibt es noch aktuelle Zahlen und Statistiken. Vorab muss ich noch gleich sagen, dass sich die aktuellen Zahlen von den Statistiken auf den heutigen Tag, den 22. April 2020 beziehen und sich natürlich kontinuierlich verändern. Auch die Maßnahmen der Regierung werden schrittweise gelockert. Deswegen werden diese ganzen Informationen nicht mehr zu 100% stimmen, bis das Video online zu sehen ist. Beginnen wir doch gleich mit der Frage, was ist Covid-19? Covid-19, auch bekannt unter Coronavirus, ist die offizielle Bezeichnung für Coronavirus Disease 2019 und eine neuartige Atemwegserkrankung. Erstmals ist sie Ende 2019 in Wuhan, China, aufgetreten, wo sie sich zu einer Epidemie entwickelte. Die WHO, World Health Organization, also Weltgesundheitsorganisation, erklärte diese im März 2020 zu einer Pandemie. Aber was ist nun der Unterschied zwischen Epidemie und Pandemie? Unter Epidemie versteht man die Ausbreitung einer Krankheit innerhalb eines Landes bzw. einer Region. Eine Pandemie ist nichts anderes als eine Epidemie, die sich aber über die Grenzen eines Landes oder Kontinents hinaus erstreckt, also im Grunde genommen die ganze Welt umfasst. Kurz gefasst, eine Pandemie ist eine weltweite Epidemie. Das Virus wird oft mit der Influenza-Grippe verglichen, unter anderem, weil beides bei einer Infektion tödlich enden kann und bei beiden Erkrankungen Erkältungssymptome auftreten. Zu typischen Symptomen zählen Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Atemnot, aber auch der Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn, wobei eine Infektion nicht sofort erkennbar ist, da Symptome bei Infizierten erst nach einigen Tagen bis 2 Wochen auftreten. Und oftmals sind überhaupt keine Symptome erkennbar. Das Coronavirus ist eine sogenannte Tröpfcheninfektion und kann daher durch Husten, Niesen und sogar Sprechen übertragen werden. Am stärksten gefährdete Menschen sind hauptsächlich ältere Personen. Hierzu eine kleine Statistik aus Österreich. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass bei 45- bis 54-Jährigen die meisten Corona-Fälle nachgewiesen werden konnten. Die am zweitstärksten betroffene Altersgruppe sind die 55 bis 64 Jahre Alten. Man sieht, dass die Anzahl der Infektionen mit zunehmendem Alter sinkt. Kleinkinder leiden am wenigsten unter dem Virus und auch 5- bis 14-Jährige sind in Österreich nicht wirklich davon betroffen. Ab einem Alter von 15 Jahren nehmen die bestätigten Fälle wieder zu und ab 25 Jahren bleiben die Zahlen bis 44 relativ konstant. Menschen mit Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Asthma, Diabetes, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind auch ziemlich gefährdet, genauso wie Raucher. Zurzeit sind auf der ganzen Welt ca. 2,5 Millionen Bestätigte, davon ungefähr 180.000 Todesfälle bekannt. Leider Gottes sind auch schon Kinder und Jugendliche dem Virus erlegen. Momentan gibt es noch keinen Impfstoff bzw. Heilungsmöglichkeiten für das Virus. Zur Eindämmung wurden jedoch weltweite Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Ich beziehe mich jetzt explizit auf mein Heimatland Österreich. Das öffentliche Leben wurde am 16. März komplett eingestellt. Die Schließung von Einkaufszentren und generell allen Geschäften, die keine Lebensmittel verkaufen, also zum Beispiel Kinos, Friseursalons, Restaurants, wurde durchgeführt. Im Lebensmittelhandel ist außerdem vorwiegend bargeldlose Bezahlung erwünscht. Ausgangssperren bzw. Beschränkungen wurden verhängt, die allbekannte Quarantäne. Das Haus darf nur noch in bestimmten Fällen verlassen werden. Für Besorgungen zur Deckung der Grundbedürfnisse, also Lebensmittelkäufe und Apothekenbesuche, zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, sofern kein Homeoffice möglich ist, um gefährdeten Personen zu helfen, oder um an die frische Luft zu kommen, also spazieren zu gehen oder Sport zu betreiben, dies aber nur mit Leuten aus demselben Haushalt. Das Ganze wird als Social Distancing bezeichnet.
Weiters wurden auch Reiseverbote bzw. Beschränkungen ausgesprochen, was wiederum zu Grenzschließungen führte. Grenzkontrollen werden durchgeführt, zum Beispiel durch Fiebermessungen. Feste und Veranstaltungen wurden gänzlich verboten, zum Beispiel Konzerte, aber auch der Eurovision Song Contest und das Donauinselfest wurden abgesagt. Bis Ende Juni sind vorerst keine öffentlichen Veranstaltungen erlaubt. Dazu zählen auch Hochzeiten, Taufen, Erstkommunionen und so weiter. Jedoch sind Trauungen und Begräbnisse nur im engsten Familienkreis und unter Einhaltung des Sicherheitsabstands von 1 bis 2 Metern möglich. Ostern ist natürlich wegen der Maßnahmen auch mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Corona führte ebenfalls seit 16. März zu Schulschließungen. Die meisten Schulen sind auf Online-Unterricht umgestiegen, aber dazu kommt noch ein extra Video. Diese Regelungen bleiben laut Regierung vorerst bis Mitte Mai bestehen. In Kindergärten und der Unterstufe gibt es Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, die zu Hause nicht beaufsichtigt werden können. In der Öffentlichkeit, also beim Einkaufen, ist zu anderen Menschen ein Sicherheitsabstand von 1 bis 2 Metern einzuhalten. Weiters ist das Tragen von einem Nasen-Mundschutz Pflicht. Bei Nichteinhalten dieser Maßnahmen drohen Geldstrafen. Weiters wird empfohlen, häufig Hände zu waschen und sich zu desinfizieren. Man soll am besten in die Ellenbogenbeuge niesen und sich nicht ins Gesicht fassen. Viele Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Aber was ist Kurzarbeit eigentlich? Kurzarbeit bedeutet die Verringerung der Arbeitszeit zur Vermeidung von Kündigungen. Normalerweise werden 80-90% des Gehalts weiterhin ausbezahlt, wobei Lehrlinge sogar 100% ihres Nettogehalts bekommen. Der Betrieb kann die Anzahl der Arbeitsstunden auf bis zu 10% reduzieren. Betroffene sollen nach Möglichkeit offene Urlaubstage der vergangenen Jahre sowie Überstunden verbrauchen. Unternehmen, die durch die Krise in eine kritische finanzielle Lage geraten sind, können Kurzarbeit beantragen. Eine weitere Auswirkung der Corona-Krise ist zum Beispiel, dass viele Austauschschüler unglücklicherweise ihre Auslandsjahre abbrechen müssen. Und da wir uns ja, wie man auch ständig hört, in einer Ausnahmesituation befinden, finden Live-Shows im Fernsehen, wie zum Beispiel die SDS, Let's Dance oder The Masked Singer, ohne Publikum statt. Der Sender Pro7 hat Ende März das Pro7 Wohnzimmerfestival veranstaltet, bei dem nationale und internationale Stars per Video zugeschaltet wurden und von zu Hause aus kleine Privatkonzerte gegeben haben. Was ich persönlich besonders toll finde, ist, dass Bands gemeinsam von zu Hause aus musizieren. Hier ein kleines Beispiel von der österreichischen Musikgruppe Volkshilfe. Immer die Frage, ob das Leben nur ein Sinn, so wie Haken abgespielt, ja, da wären wir alle hin. Dua Lipa und ihr Team haben in der Late Late Show ihren Song Don't Start Now performt. If you never believe that anything can stop me, hey, 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 don't show up, don't come out, don't start caring. Durch die ungewohnte Corona-Situation hat sich der gesellschaftliche Zusammenhalt meiner Meinung nach ziemlich verbessert. Junge Leute bieten zum Beispiel Älteren an, ihre Einkäufe für sie zu übernehmen und weltweit musizieren Menschen auf ihren Balkonen. In den sozialen Medien wurden viele Livestreams von Stars unter dem Motto #TogetherAtHome abgehalten. Hier zum Beispiel von Charlie Puth, Sean und Camila oder Anne Murray. Sie alle haben dieselbe Botschaft: zu Hause zu bleiben und auf sich aufzupassen. Sie vermitteln Hoffnung und versuchen, ihre Fans durch kleine Privatkonzerte übers Internet bei Laune zu halten. Auch im deutschsprachigen Raum gab oder gibt es diese Livestreams unter dem Hashtag Wir bleiben zu Hause. Oft ist die Rede von einem sogenannten Lockdown, was die Bezeichnung für Massenquarantäne ist. Am Osterdienstag, den 14. April, gab es bereits erste Lockerungen der Regierungsmaßnahmen. Vereinzelt durften erste Geschäfte, wie zum Beispiel Schuhgeschäfte oder Baumärkte, wieder öffnen. Hierbei gibt es aber auch Kriterien, die erfüllt sein müssen. Zum Beispiel eine maximale Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern und der Aufenthalt von nur einem Kunden pro 20 Quadratmeter. Der Einlass wird durch die Vergabe von einer bestimmten Anzahl an Einkaufswegen kontrolliert. Und natürlich muss weiterhin der Mund-Nasenschutz getragen werden. Jetzt kommen wir noch zu aktuellen Zahlen und Statistiken. Beginnen wir mit den österreichischen Bundesländern. Die meisten positiv Getesteten kommen aus Tirol, darauf folgen Wien und Oberösterreich.
In der Steiermark gibt es die meisten Todesfälle, wobei im Burgenland die wenigsten sind. Zum Glück sind auch viele Leute wieder genesen, wie zum Beispiel in Vorarlberg, wo von 163 positiv getesteten 740 wieder gesund sind. Als nächstes sehen wir, dass in Relation zu den durchgeführten Tests nur ein sehr geringer Anteil der Menschen Corona-positiv ist. Die Todesfälle in den 9 Bundesländern verteilen sich wie folgt. In der Steiermark gab es bisher die meisten, gefolgt von Wien und Tirol. Am wenigsten betroffen sind das Burgenland, Kärnten und Vorarlberg. Insgesamt gibt es bis dato 510 Todesfälle in Österreich. In Ländern weltweit traten bisher die meisten bestätigten Fälle in den USA, Spanien und Italien auf. Schweden, Irland und auch Peru blieben eher verschont. Zur Statistik mit den weltweiten Todesfällen sind Unterschiede zu erkennen. Weltweit gibt es wie zuvor erwähnt 2,5 Millionen bestätigte Fälle. Davon sind fast 700.000 Menschen wieder genesen, jedoch leider ca. 180.000 gestorben. Wie es weitergeht und wann der normale Alltag wieder beginnen kann, steht noch in den Sternen. Es finden jedoch immer wieder Pressekonferenzen im Bundeskanzleramt statt, die über aktuelle Vorgehensweisen und weitere Schritte informieren. Ich hoffe, ich konnte die wichtigsten Infos alle in diesem Video verpacken und einen guten Überblick geben. Wie bereits erwähnt, werde ich noch ein extra Video über das derzeitige Homeschooling drehen und die Vor- und Nachteile davon aufzeigen, sowie meine persönliche Meinung dazu abgeben. Zusätzlich habe ich auch noch ein Video mit coolen Tipps gegen Langeweile in der Quarantäne geplant. Falls dich das also interessieren würde, wäre es super, wenn du diesen Kanal abonnierst, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und abschließend bleibt mir nur noch eines zu sagen. Bleibt zu Hause und vor allem bleibt gesund.